Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Porphyry und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Heute habe ich dir eine ganz besondere Marke mit dabei, die du bestimmt noch nicht kennst. Und zwar geht es um die Marke Hank. Hank ist eine Marke aus Amsterdam, die Parfums werden aber in Frankreich gefertigt. Tatsächlich hat die Marke ein ganz besonderes Konzept, denn die Düfte sind unterschiedlichen Berufen gewidmet. Und wenn man sich so die DNA der Marke anschaut, dann sind das vor allem eher männliche Berufe, beziehungsweise die Marke sagt eben von sich, dass sie die ultimativen Männerdüfte entwickelt haben. Kleiner Spoiler vorweg, ich finde, ganz viele von denen sind unisex zu tragen. Tatsächlich ist so das Merkmal von der Marke, dass wir in jedem der Düfte ein synthetisches Molekül mit drin haben. Das heißt, die Düfte haben oft so einen synthetischen Touch, sind super interessant, super einzigartig. Ich muss tatsächlich sagen, viele von den Düften in so einer Komposition habe ich noch nie gerochen. Also perfekt geeignet für alle, die aus der Masse rausstechen wollen und eben nicht 0815-mäßig riechen möchten. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter, lasst uns reinstarten. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Carpenter. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Flakons auch von der Marke aussehen, dann sind die wirklich sehr minimalistisch gehalten. Alle Flakons haben den gleichen Aufbau, haben ein schönes Label, wie ich finde, mit drauf und unterscheiden sich halt so ein bisschen in der Farbe des Parfums an sich. Ansonsten sind sie eben sehr minimalistisch gehalten. Und Carpenter heißt ja übersetzt Tischler. Und du kannst dir vielleicht denken, was in diesem Duft eine Rolle spielt. Natürlich ist es ein recht holziger, würziger Duft, würde ich mal sagen. Im ersten Riechen haben wir eine schöne Bergamotte. Wir haben gleich was Würziges, wir haben was Scharfes. Wir haben hier nämlich rosa Pfeffer mit drin und wir haben in dem Duft auch Ingwer mit drin. Das heißt, es ist schon im ersten Riechen wirklich würzig, leicht zitrisch, ganz kurz und dann kommt sehr, sehr schnell eine schöne holzige Note mit rein. Und gerade als ich auf diesen Flakon gedrückt habe vom Sprühen her, ich kann dir nur eins sagen, ich habe noch keine Marke erlebt und noch keinen Flakon, der so cool zu sprühen ist. Du hast wahrscheinlich in dem Video jetzt gerade gar nichts gehört, als ich da drauf gedrückt habe. Es ist so smooth und wenn du da drauf drückst, auf diesen Diffusor, dann wird auf dem Papier, ich zeige dir das gleich mal in Nahaufnahme, ein richtig cooles Muster gesprüht. Also ja, ich bin ein kleiner Fan von solchen Details, finde es einfach schön, wenn eine Marke dort auch Wert drauf legt und erfreue mich an solchen kleinen Dingen. Was bei dem Duft auf jeden Fall im Verlauf mit drin bleibt und rauskommt, ist eben eine schöne Würzigkeit. Wir haben hier eine tolle Kombination aus Zimt, Kardamom und eben diesem schwarzen Pfeffer und diesem scharfen Ingwer vom Anfang, was wirklich ganz toll aufeinander abgestimmt ist. Das in Kombination mit dem holzigen, mit dem schön harzigen, was im Verlauf immer mehr rauskommt. Und wir bekommen für mich auch so eine kleine, leicht grüne Note mit rein, was leicht erdiges, vielleicht durch den Patchouli. Und ich finde schon, dass der Duft so an eine Situation in der Tischlerei erinnert oder in so einer Holzwerkstatt. Es riecht nach schön frischem Holz. Ein Duft, der schön und unkompliziert zu tragen ist, würde ich keine Einschränkungen sehen. Vielleicht, weil er halt so holzig ist, eher so im Frühling, Herbst und Winter. Ich finde, er hat einen leicht maskulinen Touch, kann aber auch wirklich gut von Frauen getragen werden. Das heißt, wenn du als Frau auf eher holzige, harzige, leicht grüne, aber würzige Düfte stehst, dann könnte der Carpenter auf jeden Fall trotzdem auch was für dich sein. Sillage und Haltbarkeit sind bei dem Duft wirklich in einem guten Mittelfeld. Das heißt, du kannst den Duft unproblematisch nahezu überall hin tragen. Büro bin ich halt immer Fan davon, ist schon sparsam aufzutragen. Ich finde aber dadurch, dass er so schön komponiert ist und gut aufeinander abgestimmt ist, geht er einem nicht auf die Nerven. Und was hier vielleicht als Molekül mit drin ist, ist Iso-E-Super. Ich finde, der Duft hat jetzt keinen synthetischen Touch. Wir schauen mal bei den nächsten Düften, da wird es vielleicht ein bisschen mehr. Wir kommen von einer eher holzig-harzigen Richtung zu einer eher aquatischen Richtung mit dem Duft Lifeguard. Und ja, auch hier, der Name ist auf jeden Fall Programm. Es handelt sich hier um einen aquatischen, leicht synthetischen Duft. Also dieses Sprüherlebnis ist einfach der Wahnsinn. Er startet auch ein bisschen zitrisch. Wir haben hier auch Bergamotte mit drin. Was in dem Duft sehr besonders ist, ist, dass wir das Duftmolekül Cologne mit drin haben, was eben so diese Meeresbrise nochmal mit rein geben soll. Und ich finde, das macht es auch sehr gut. Und obwohl wir eben eine leichte Synthetik mit drin haben, ist er trotzdem super schön
und für mich nicht zu künstlich. Also ich mag total künstliche Düfte nicht so gerne. Insofern bin ich da, glaube ich, immer ein ganz guter Kompass. Ich finde den Lifeguard wirklich schön zu tragen und wir bekommen auch hier eine schöne würzige Note nochmal mit rein. Wir haben hier auch Kardamom mit drin, finde ich eine tolle Kombination aus diesem frischen, aquatischen, dann das Würzige mit rein und wir haben hier noch ein zweites Molekül mit drin und zwar Hedion und das soll eben florale Noten mit reingeben und ich finde tatsächlich auch, dass der Duft so im Verlauf eben diese leichte florale Note bekommt und dadurch eben auch so einen leicht süßen Touch oder Einschlag mit reinkommt. Wirklich ein interessanter Duft, für mich deswegen kein klassischer Aquat, weil er eben dieses Würzige durch den Kardamom hat und eben so leicht florale Noten, finde ich schon sehr besonders. Beim Lifeguard kommt auch im Verlauf eine schön leicht holzige Note nochmal mit rein. Es wird ein bisschen wärmer, es wird ein bisschen cremiger, eben holzig, ein bisschen süß, wirklich schön. Weihrauch rieche ich nicht wirklich raus tatsächlich, soll in dem Duft aber mit drin sein. Gibt aber vielleicht eben so eine leicht herbe Note in den Hintergrund nochmal mit rein. Schön aufeinander abgestimmt, ein heller Duft für mich, ein Duft, den ich eher so im Frühling, Sommer, vielleicht noch Herbst, wobei da setzt er sich wahrscheinlich nicht ganz so gut durch, aber es ist wirklich ein richtig heller Duft. Schön zu tragen, unkompliziert zu tragen, überall hin auch zu tragen. Also da sehe ich überhaupt keine Einschränkungen. Hat auch für mich einen leicht maskulinen Touch tatsächlich. Okay, wenn du dir bis dahin gedacht hast, ja, also sind schon besonders die Düfte, aber wo ist der Duft mit Ecken und Kanten? Dann aufgepasst, denn jetzt kommt der Mechanic und ich sag's mal so. Dieser Duft ist wirklich für alle LiebhaberInnen da draußen, die sich gerne auch in Autowerkstätten aufhalten. Also das ist ein so kantiger Duft. Wenn du auffallen willst aus der Masse, dann solltest du den Mechanic auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber jetzt lass uns erstmal drüber sprechen, nach was er denn riecht. Auch wenn ich so ein bisschen gespoilert habe mit einer guten Autowerkstatt. Es ist einfach so krass. Also ich rieche da nicht die einzelnen Duftnoten mit raus, sondern ich rieche diesen Duft und ich bin reinversetzt in eine Werkstatt. Hier werden Ledersitze poliert und geputzt und aufbereitet. Hier werden Reifen gewechselt, nebendran wird gerade ein Ölwechsel durchgeführt und irgendwie riecht es auch so ein bisschen nach verkokelten Elektrogeräten. Das ist der Mechanic. Also ich finde, der Beruf bzw. das Motto, was sich die Marke mit diesem Duft gegeben hat, ist wirklich 100% erfüllt worden. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, ob du nach Autowerkstatt riechen möchtest, klar, aber ich finde, das ist wirklich ein Nischenduft. Das ist so ein besonderer Duft. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also wie Hank es hinbekommen hat, dieses Motto so in einen Duft zu übertragen, ist schon wirklich Wahnsinn. Wir haben hier eben so was leicht Ledriges, wir haben so was Öliges für mich, wir haben einfach eine Stimmung, die mit diesem Duft transportiert werden soll. Das habe ich so einfach noch nicht erlebt. Der Mechanic ist für mich aber tendenziell wirklich ein Männerduft. Also kann ich mir nicht so gut an der Frau vorstellen tatsächlich. Ist aber natürlich Geschmackssache. Er ist schon so ein bisschen herb, er ist schon besonders, er ist schon kantig. Ja, ein Duft, der von der sillagischen Haltbarkeit her schon recht intensiv ist, würde ich jetzt eher in den kälteren Jahreszeiten tragen. So im Sommer, Frühling, da wären für mich andere Düfte, wie zum Beispiel der Lifeguard angesagt. Der ist schon eher was für die kälteren Jahreszeiten. Und ich muss sagen, bei diesem Duft, beim Mechanic, da finde ich wirklich, dass diese synthetische Note schon recht dominant mit rauskommt. Klar, also ich meine, wenn man so einen Vibe irgendwie transportieren möchte in seinem Parfum, muss man auch darauf zurückgreifen. Wirklich eine Besonderheit. Wenn du den Mechanic schon mal gerochen hast, dann lass mir gerne mal einen Kommentar da. Ich würde mich total freuen, einfach zu erfahren, wie er dir gefallen hat, weil ich weiß natürlich auch, bei solchen Düften, da scheiden sich die Geister. Ne? Das mag man oder man mag es nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. So ist das einfach in der Welt der Düfte. Wir gehen von der Werkstatt in den Garten und kommen zum Gardener. Und ja, das ist natürlich absolutes Kontrastprogramm zu dem Mechanic, den wir gerade gerochen haben. Denn wir haben hier im ersten Riechen schon auf jeden Fall einen synthetischen Touch. Der Duft, der haut aber schon im ersten Riechen richtig rein. Wir haben hier Bergamotte, Grapefruit und grüne Minze und die sind alles andere als zurückhaltend. Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass das so ein Duft ist,
der so einen frischen, zitrischen Auftakt hat. Nein, sondern der ist schon im ersten Riechen echt richtig vollmundig und richtig präsent. Das ist schon ein Duft, der hat ordentlich Power, geht aber auf jeden Fall in eine grüne Richtung, wie es der Name auch vermuten lässt. Für mich weckt der Duft so leichte Assoziationen von grünem Apfel, obwohl es nicht mit drin ist. Ich finde aber, dass der so einen fruchtig frischen Touch dann bekommt. Er ist total vielfältig, eben durch die Moleküle, die da mit drin sind. Ich finde, das macht den Duft oftmals einfach ein bisschen komplexer, weil die Moleküle einfach unterschiedliche Duftrichtungen nochmal in den Duft mit reinbekommen. Was aber bei dem Duft passiert ist, dass er ein bisschen pudrig für mich wird und wir bekommen hier auch eine leicht holzige Note mit rein, ohne dass der Duft komplett holzig wird. Das ist für mich wirklich ein Unisex-Duft. Ein Duft, den ich auch eher in den wärmeren Jahreszeiten tragen würde. Frühling, Sommer, Herbst vielleicht auch noch. Hier auch, Sillage und Haltbarkeit sind wirklich besser als Mittelfeld auf jeden Fall. Auch ein interessanter Duft, auch ein einzigartiger Duft. Ich finde einfach, durch die Moleküle schafft man eben auch so eine einzigartige DNA. Wir kommen zu einem Duft. Wenn du auf alkoholische Düfte stehst, wirst du auf jeden Fall auf deine Kosten kommen. Und zwar ist das der Barman. Und wie es sich für einen Barman gehört, ist auf jeden Fall Hochprozentiges im Spiel, Zitrisches, Zuckriges, also Süßes und eine Portion Holz. So wie es eben bei einer guten alten Bar noch der Fall war. Ich sprühe auch hier mal. Wir haben hier im ersten Riechen was Zitrisches, eine Kombination aus Grapefruit, Limette, Orange. Das heißt, wir haben was Zitrisches, wir haben auch was Herbes, leicht Bitteres. Und was dann aber sehr schnell rauskommt, ist eben dieses Hochprozentige. Wir haben hier nämlich Brandy mit drin. Ich bin jetzt keine Brandy-Trinkerin, das heißt, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob hier 1:1 Brandy mit drin ist. Auf jeden Fall riecht man das Hochprozentige mit raus. Und was auch rauskommt im ersten Riechen, ist eben so was leicht Zuckriges. Also wie wenn man so einen hochprozentigen Longdrink hat mit einem Schuss von irgendwas Zitrischem und einem schönen Zuckerrand. Das ist das, was so an Assoziationen bei mir hochkommt. Der Duft wird durch Ambroxan einfach ein bisschen wärmer, ein bisschen runder, fast schon so ein bisschen honigartig zwischendurch. Im Verlauf kommt dann aber eben eine holzige Note mit rein. Wir haben hier Isoe Super, was natürlich dafür sorgt, aber wir haben auch Zeder mit drin, was einfach den Duft dann im Verlauf für mich persönlich schon noch ein bisschen trockener wieder werden lässt. Ein schöner Unisex-Duft, wie ich finde. Ein Duft, den ich eher in den kälteren Jahreszeiten tragen würde, weil er einfach im Verlauf ein bisschen stumpfer für mich wird. Ein gut zu tragender Duft. Ein Duft, den du im Alltag tragen kannst, den du beim Ausgehen tragen kannst, der auch, wie alle Düfte, die wir gerochen haben, wirklich eine gute Sillage und Haltbarkeit haben. Das heißt, bei den Hankdüften, da kannst du wirklich erstmal sparsam rangehen und nicht übertreiben, weil ansonsten könnte das schon ziemlich intensiv werden. Ich finde tatsächlich, dass die Düfte von Hank allesamt sehr einzigartig sind. Es sind keine Mainstream-Düfte, sondern die sind wirklich besonders. Das heißt, wenn du mal Düfte entdecken möchtest, die nicht jeder kennt und auch nicht jeder trägt, dann such dir mal einen von diesen Hankdüften aus. Du weißt, die gibt es wie immer auf parfumerie.com ganz einfach auch in 8 ml Größe zu testen. Schau einfach vorbei und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Damit du das nächste Video nicht verpasst, abonniere gerne den Channel, aktiviere die Glocke und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, ciao!